Und was ist das Entscheidende? BSW hat ja bis zuletzt immer gesagt, wir brauchen einen neuen Umgang mit der AfD. Man muss mit der AfD demokratisch umgehen etc. Und direkt nach der Wahl machen sie genau das Gegenteil, brechen hier das erste, in Anführungszeichen, Versprechen, das war nicht wirklich ein Versprechen, das war aber eine Position, die erste wirkliche Position brechen sie direkt nach der Wahl, indem sie hier einen Unvereinbarkeitsbeschluss rausgeben, beziehungsweise einen Beschluss, keinerlei Kooperation, keinerlei Koalition, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD zu machen. In einem leidenschaftlichen Aufruf betont Herr Siegmund die historische Bedeutung der Wahlen in Sachsen und Thüringen für die Zukunft Deutschlands und forderte Brandenburgs Bürger auf, sich geschlossen hinter die AfD zu stellen. Er warnt vor den politischen Taktiken der CDU und BSW, die konservative Werte verraten, und sieht in der AfD die einzig wahre Alternative für eine Politik des gesunden Menschenverstands. Jetzt ist die Zeit, Klarstellung zu beziehen und für eine Zukunft zu kämpfen, in der Vernunft und Volkswille wieder an erster Stelle stehen, so Siegmund. Schauen wir mal rein. Ab geht's. Thüringen und Sachsen haben gewählt. Und warum ich der Meinung bin, dass uns diese Wahl und vor allem das, was jetzt danach passiert, noch motivierter und noch optimistischer stimmen sollte. Darum soll es heute in diesem Video gehen, weil meiner Meinung nach waren beide Wahlen wirkliche Schicksalswahlen für die nächsten Monate und Jahre in diesem Land. Erstmal vorab möchte ich beiden Kollegen, beiden Ländern, allen, die mitgemacht haben in den einzelnen Ländern, erstmal meinen Dank aussprechen, meinen Respekt zollen und ganz herzlich gratulieren für diesen Wahlerfolg, sowohl natürlich Jörg Orban in Sachsen als auch Björn Höcke in Thüringen und natürlich allen Parteifreunden, die das mit möglich gemacht haben. Ich meine, wir aus Sachsen-Anhalt waren ja auch mit vor Ort und ich weiß, dass ganz, ganz viele aus ganz Deutschland mit vor Ort waren, mitgeholfen haben, mit angepackt haben. Und das ist die richtige Botschaft, so müssen wir es bei jeder Wahl machen. Wir können diesen politischen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner, muss man leider sagen, nur geschlossen und gemeinsam bestehen. Das werden wir auch weitermachen. Brandenburg steht ja noch vor der Tür. Ich fahre auch noch weiter nach Brandenburg, unterstütze damit vor Ort und ich weiß, dass es viele von uns machen und das ist, wie gesagt, der richtige Weg und das müssen wir auch bei den nächsten Wahlen genauso machen. Trotzdem, was sind jetzt die Quintessenzen aus den beiden Wahlen? Erstmal gucken wir nach Sachsen. Hier muss ich sagen, da möchte ich mich noch nicht zu tief äußern, weil ich gehört habe, dass dort immer noch ausgezählt wird bzw. nachgezählt wird in einigen Lokalen. Dort gab es ja offenbar wirklich nachweisbare Fälle von Wahlfälschungen. Ich persönlich drücke nur ganz fest den Kollegen die Daumen, dass die Sperrminorität doch noch erreicht werden kann. Das wäre wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges, auch für die nächsten 5 Jahre dort in Sachsen. Unabhängig davon hatten die Sachsen eine besondere Herausforderung. Sie haben einen CDU-Ministerpräsidenten, der eigentlich wie bei uns auch ein Sandmännchen ist. Wir haben das gleiche Problem mit Dr. Rainer Haseloff, nämlich einen CDU-Ministerpräsidenten, der den Menschen immer und immer wieder konservativen Sand in die Augen streut, sich andauernd hier auch ein AfD-Mäntelchen umhängt, positionstechnisch zumindest, und dann aber eine linksgrüne Politik umsetzt. Das ist ja das Perfide auch an der CDU überall, dass sie sich einen konservativen Mantel umhängen, aber wie gesagt dann eine linke, grüne Politik umsetzen. Und in Sachsen war das ganz besonders der Fall mit dem Ministerpräsidenten. Wie gesagt, wir können da ein Lied von singen und von daher waren die Zustände dort nochmal ganz besonders zu betrachten und deswegen Respekt an die Kollegen aus Sachsen für diesen guten Wahlkampf. Ich blicke jetzt aber mal nach Thüringen. Thüringen ist insofern anders zu betrachten, da jetzt, sage ich mal, schon dort feststeht, was kommen wird, nämlich, dass es keine Mehrheit gegen die AfD geben wird, ohne alle anderen ins Boot zu holen. Das heißt, Thüringen zeigt ganz klar, in Deutschland gibt es nur noch eine einzige oder 2 politische Ausrichtungen. Das ist die AfD, das sind alle anderen. Und deswegen bin ich auch so motiviert und blicke jetzt auch so optimistisch in die Zukunft, weil was wird jetzt passieren? Die CDU wird jetzt Farbe bekennen müssen. Gehen Sie mit BSW und oder Linken zusammen, ganz einfach wie es bei der CDU ja so üblich ist, an der Macht zu bleiben, um sich wieder Posten zu sichern und bleiben Sie damit auch Ihrer CDU-Linie treu, nämlich alle Ihre politischen Werte zu verraten für eine eventuelle Regierung, oder machen Sie es nicht? Das ist zeitgleich jetzt aber auch für BSW sehr wichtig, weil was ist passiert? Und was ist das Entscheidende? BSW hat ja bis zuletzt immer gesagt, wir brauchen einen neuen Umgang mit der AfD. Man muss mit der AfD demokratisch umgehen etc. Und direkt nach der Wahl machen sie genau das Gegenteil, brechen hier das erste, in Anführungszeichen, Versprechen. Das war nicht wirklich ein Versprechen, das war aber eine Position. Die erste wirkliche Position brechen sie direkt nach der Wahl, indem sie hier einen Unvereinbarkeitsbeschluss rausgeben, beziehungsweise einen Beschluss, keinerlei Kooperation, keinerlei Koalition, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD zu machen. Und das beweist ganz klar, die BSW, wussten wir vorher, ist ein trojanisches Pferd, ist ein Mehrheitsbeschaffer für die CDU. BSW ist Teil des Systems, ist Teil der Altparteien und damit auch Teil des Problems, weil
man muss sich immer reflektieren, mit wem arbeitet man hier zusammen. Die Menschen sind ja auf einmal nicht vom Himmel gefallen. Das sind in der Regel alte Linke, die insbesondere den Kurs der offenen Grenzen hier über viele, viele Jahre mitgetragen haben, auch bei Corona und auch anfänglich bei der Ukraine-Russland-Frage ja auch einen Kurs nach Waffenlieferungen etc. mit unterstützt haben. Das heißt ganz klar, alter Wein in neuen Schläuchen. Und wie gesagt, warum macht mich das optimistisch? Es macht mich optimistisch, weil jedem jetzt bewusst wird, mit wem er es hier zu tun hat. Und selbst der letzte CDU-Wähler, der noch irgendwie sich hier hat konservativ blenden lassen und immer noch sich hat veräppeln lassen, dass man hier eine konservative Partei eventuell hat, dem müssten jetzt die Augen geöffnet werden, was das für eine Partei ist, nämlich die, die selbst sich an die Linken verkaufen würde, wenn es darauf ankommt. Was ist noch ein Ergebnis dieser Wahl? Es zeigt, dass Demokratie in diesem Land nur noch sehr, sehr wenig wert ist. Es gibt hier einen ganz klaren Wahlsieger in Thüringen und der heißt Björn Höcke. Der Wahlsieger heißt AfD und demzufolge muss diese Partei auch die Regierung und den Ministerpräsidenten stellen. Das ist glasklar und wer irgendwie ein demokratisches Mindestmaß hat, der akzeptiert das auch. Insbesondere bei diesem riesengroßen Unterschied noch zwischen dem Wahlsieger und der zweiten Kraft der CDU. Die Differenz ist so gigantisch, dass man es einfach so als Demokrat erkennen muss und mit unterstützen müsste. Für Brandenburg heißt das was? Jeder, der in Brandenburg jetzt überlegt, BSW zu wählen, dem sollten die Augen geöffnet werden. Das ist keine Alternative, ganz im Gegenteil, es ist Teil des Problems. Und deswegen Finger weg. Es gibt, wenn man in diesem Land eine Politik wieder des gesunden Menschenverstandes haben möchte und dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen möchte, nur eine einzige Option. Das ist die Alternative für Deutschland. Das ist die maßgebliche Konsequenz für alle Wankelmütigen in diesem Land, die eventuell gesagt haben, naja, doch vielleicht was anderes. Nein, es gibt nur eine Möglichkeit und wir müssen hier geschlossen zusammenstehen und deswegen für Brandenburg ganz klar jede Stimme AfD. Ich bin sehr gespannt, was in Sachsen und Thüringen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert, welche Konstellationen sich da jetzt gegen die AfD ins Felde bringen werden. Ich bin aber auch gespannt, welche Möglichkeiten es jetzt gibt mit dieser Sperrminorität, in Thüringen zumindest, in Sachsen hoffe ich noch drauf, wie es wirklich jetzt politisch im Alltag stattfindet und welche Konsequenzen damit einhergehen. Wir beobachten das aus Sachsen-Anhalt heraus ganz, ganz gespannt. Wir haben ja hier auch in 2 Jahren Landtagswahlen und hoffen wir natürlich auch, dass wir mit dem Rückenwind jetzt und den Erfahrungen aus dieser Wahl ins Rennen gehen können. Und wir stehen natürlich ganz fest geschlossen an der Seite unserer Kollegen, auch in den nächsten Monaten. Mal gucken, wie gesagt, was die Zeit bringt. Ja, ansonsten danke an alle, die das möglich gemacht haben, die mit angepackt haben, die gewählt haben etc. Jetzt gucken wir nach Brandenburg. Ich bin sehr gespannt und danach sehen wir uns wieder. Bis bald, alles Gute und weiter so, der Weg ist der richtige. So, das war's von mir. Wenn ihr denkt, dass wir wirklich was bewegen können, dann zeigt es. Drückt den Like-Button, abonniert den Kanal und haut eure Meinung unten in die Kommentare. Wir müssen zusammenhalten. Online und bei der Wahl. Bis zum nächsten Mal und bleibt dran.